Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Ihr seid vermutlich auf dieses Video gestoßen, weil ihr das Problem habt, dass eure Waschmaschine nicht anständig schleudert. Dass das Gerät nicht anständig schleudert, kann wie immer mehrere Ursachen haben. Die einfachsten Ursachen oder die häufigsten Ursachen möchte ich euch in diesem Video erklären. Eine sehr häufige Ursache ist begründet auf der Bauart der neuen Geräte. Dazu müssen wir mal etwas tiefer ins Detail gehen. Früher hat so eine Waschmaschine bei den gleichen äußeren Abmessungen eine Trommel gehabt mit einem Volumen von ca. 5 Kilo. In diese modernen Geräte bekommt man heutzutage 8, 9, 7 Kilo hinein und logischerweise ist der Innenraum, also die Trommel, wesentlich größer geworden. Dadurch besteht dieses Problem, dass der Seitenabstand geringer geworden ist und das muss die Elektronik austauschen. Wir haben also für die Schwingeinheit, die Wascheinheit im Gerät weniger Platz, dass sie schwingen kann beim Schleudern. Das muss über die Elektronik ausgeglichen werden und da ist einfach das Problem, dass die Unwuchtkontrollen wesentlich sensibler arbeiten. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel in so eine Waschmaschine nur eine Jeanshose hineinpackt oder ein Handtuch, ein Bettlaken, kann das Gerät die Wäsche nicht anständig verteilen, die Unwucht ist zu groß und das Gerät würde nicht schleudern. Wenn ihr diesen Fall habt, nehmt einfach noch ein weiteres Handtuch, packt das mit dazu und euer Gerät wird schleudern. Eine weitere wichtige Ursache kann bei einem Neugerät schon die Tatsache sein, dass entweder das Gerät nicht anständig aufgestellt wurde, dass es über die Ecken kippelt. Auch dann kann sich das aufschaukeln, die Unwucht im Gerät wird zu groß und bei manchen ist sogar das Problem, dass das Gerät geliefert wurde, angeschlossen wurde, leider nicht von einer Fachfirma und man hat vergessen, die Transportsicherung zu entfernen. Auch in diesem Fall kommt es dazu, dass zum einen das Gerät extrem laut ist und dass auch nicht geschleudert wird. Ein weiterer Punkt dafür, dass eine Waschmaschine nicht schleudert, ist der Punkt, dass das Gerät das Wasser nicht abpumpen kann. Das wird von der Elektronik überwacht und sobald sich noch zu viel Wasser im Gerät befindet, darf das Gerät nicht schleudern. Hier lohnt sich in jedem Fall ein Blick in das Flusensieb des Gerätes. Wie das funktioniert, schauen wir uns mal aus der Nähe an. Die Flusensiebe befinden sich bei Waschgeräten generell im unteren Bereich. In diesem Beispiel haben wir hier auf der rechten Seite diese eine Klappe, das ist ein Siemens-Gerät. Diese Klappe können wir öffnen, indem wir diese Rastnase hier lösen. Und dann sehen wir hier auch schon das Flusensieb. Bei Bosch Siemens ist es relativ gut gelöst. Dort gibt es einen kleinen Schlauch, über den man das Wasser ablassen kann. Leider ist das nicht bei jedem Hersteller so und man muss sich auf anderem Weg behelfen, das Wasser herauszubekommen. Wenn man diesen Schlauch zum Ablassen des Wassers nicht hat, kann man unter diese Klappe ein Backblech unterschieben, kann dann langsam das Flusensieb aufdrehen und das Wasser langsam herauslaufen lassen. Wichtig ist wirklich, dass dieses Wasser langsam herausläuft, sonst kann es euch passieren, dass das Wasser zurück in die Bodenwanne läuft und ihr dann eine Fehlermeldung bekommt. Bei Geräten, wo das Flusensieb zu tief ist, legt ihr euch am besten ein Handtuch davor, damit das Wasser aufgesogen werden kann und danach schraubt ihr das Flusensieb links herum auf. Ihr seht, hier kommt noch etwas Wasser heraus. Das kann man sehr schön mit dem Handtuch dann aufsaugen, dass euch dieses Wasser nicht in die Bodenwanne läuft. Wenn dann das Wasser komplett herausgelaufen ist, könnt ihr das Flusensieb komplett öffnen und nach vorn entnehmen. Hier seht ihr dieses Flusensieb, das ist kein reines Flusensieb mehr, sondern eher eine Fremdkörperfalle. Hier sollen sich grobe Stücke, Geldstücke, Knöpfe und ähnliches verfangen. Anschließend schaut ihr bitte noch direkt in die Pumpe hinein und hier seht ihr schon, dass hier sehr starke Verschmutzungen in der Pumpe sind. Dadurch kann natürlich das Gerät nicht anständig abpumpen. Das vergessen viele in ihren Videos zu erwähnen. Diese Verstopfung müsst ihr unbedingt entfernen. Das könnt ihr zum einen mit einer Zange machen oder mit einem Schraubendreher kann man diese Verstopfung herausholen. Wenn ihr hier die kompletten Verstopfung und Verschmutzung entfernt habt, empfiehlt es sich mit einem Schraubendreher oder einer Zahnbürste zu schauen, ob sich diese Flügelräder leicht drehen können. Das ist wichtig, damit das Gerät abpumpen kann. Wenn das alles leichtgängig ist, empfiehlt es sich ebenfalls, die Gewindegänge hier am Flusensiebgehäuse mit einer Zahnbürste zu reinigen, damit ihr das Flusensieb wieder komplett einschrauben könnt und alles wieder dicht ist.
Das Flusensieb selbst reinigt ihr am besten auch unter fließendem warmem Wasser, bis es wieder gründlich sauber ist. Wenn auch das Flusensieb komplett sauber ist und auch hier der Fehler nicht liegt, dann solltet ihr in jedem Fall noch beobachten, denn auch zu viel Waschpulver, also zu viel Schaum, kann diesen Fehler auslösen. Auch das wird vom Gerät erkannt und das Schleudern wird gar nicht erst angefangen, bzw. das Schleudern wird abgebrochen. Als nächste mögliche Ursache kommen bei solchen Geräten auch die Stoßdämpfer in Frage. Die Stoßdämpfer dienen dazu, das Schwingsystem abzufedern, dass die Unwucht eingegrenzt wird. Wenn diese Stoßdämpfer nicht anständig arbeiten bzw. keine Reibung mehr aufbauen, die lassen sich dann viel zu leicht ineinander drücken, dann sollten sie auch ausgetauscht werden, denn auch in diesem Fall ist die Unwucht zu groß und das Gerät würde das Schleudern abbrechen. In manchen Videos wird immer noch erwähnt, dass auch die Federn im Gerät diesen Fehler verursachen können. Bei den Federn in modernen Waschmaschinen ist es allerdings so, dass diese Federn ihre Kraft nicht verlieren. Was passieren kann, dass eine Feder bricht, das würde man aber erkennen. Dann hängt die komplette Wascheinheit schief im Gerät. Dann wird logischerweise die Feder ausgetauscht. Aber die Federn selbst haben keinen Verschleiß. Die muss man also nicht austauschen. Eine noch sehr häufige Ursache, gerade bei etwas älteren Geräten, sind auch die Motorkohlen. Der Motor hat beim Schleudern eine wesentlich höhere Belastung als beim Waschen. Also ist es meistens so, dass wenn die Motorkohlen schon verschlissen sind, sich dieses Verhalten zuerst beim Schleudern zeigt. Dann wird der Schleudervorgang abgebrochen oder gar nicht erst gestartet. Denn auch die älteren Geräte machen ihre Messung, ihre Unwuchtermittlung über den Motor, über die Stromaufnahme des Motors. Wenn sich die Trommel andreht, die Wäsche nach oben befördert wird, erkennt im Prinzip die Elektronik, wie viel Strom sie an den Motor schicken muss und darüber wird ausgewertet, wie schwer die Wäsche ist und wie groß die Unwucht ist. Wenn es nun so ist, dass die Motorkohlen schon relativ weit abgenutzt sind, besteht das Problem, dass diese Messung nicht mehr anständig funktioniert. Die Elektronik erkennt aber nicht, dass es an den Motorkohlen liegt, sondern die Elektronik denkt, die Unwucht ist zu groß und dann wird wiederum nicht geschleudert. Bei moderneren Motoren ist es etwas anders. Da kommen keine Motorkohlen mehr zum Einsatz. Das sind sogenannte BLCD-Motoren. Die sind bürstenlos, also ohne Motorkohlen. Da übernimmt das Ganze die Elektronik. Hier besteht dieses Problem nicht mehr. Habt ihr aber noch ein etwas älteres Gerät, lohnt sich in jedem Fall auch ein Blick auf die Motorkohlen. Ebenfalls eine Ursache kann bei den moderneren Geräten ein Unwuchtsensor sein. In diesen Geräten gibt es einen 3G-Sensor. Das ist ein Sensor. Hinten an der Wascheinheit sitzt noch ein kleiner Magnet und dieser Magnet wird erfasst von diesem Sensor und darüber wertet die Elektronik das Schleudern aus. Und wenn an diesem Sensor irgendetwas nicht stimmt, wird im Normalfall eine Fehlermeldung angezeigt. Aber gerade in der Anfangszeit kann es sein, dass einfach nur nicht geschleudert wird. Natürlich kann es auch immer wieder vorkommen, dass ein Wäschestück gerade hier vorne zwischen der Trommel und den Faltenbalg dazwischen rutscht, die Trommel blockiert. Auch in diesem Fall kann nicht geschleudert werden. Das würdet ihr aber wahrscheinlich erkennen, weil dann sich die Trommel auch beim Waschen nicht bewegt. Ebenso wäre es der Fall, wenn die Riemenscheibe verschlissen ist. Auch das kommt eigentlich eher selten vor, aber dann hat man gar keine Trommelbewegung, weder im Waschen noch im Schleudern. Bei den etwas älteren Geräten von Bosch und Siemens gibt es noch eine Besonderheit. Da kann es passieren, dass das Gerät zwar mit abgelaufener Uhr, also an der Uhr steht 0:01 für noch eine Minute Restzeit, läuft und wäscht, aber noch nicht geschleudert hat. Das ist der Fall, wenn der Heizstab eine elektrische Unterbrechung hat, also das Gerät nicht aufgeheizt hat. Dann waschen diese Waschmaschinen bis zu 5 Stunden weiter, pumpen das Wasser nicht ab und schleudern folglich auch nicht. Wenn ihr so einen Fall habt, dass euer Gerät mit einer Minute Restzeit immer noch weiter wäscht, dann solltet ihr in jedem Fall den Heizstab prüfen. Die verschiedenen Videos, wie ihr die Bauteile überprüfen könnt, verlinke ich euch wie immer in der Videobeschreibung und natürlich auch oben unter dem i. Wenn ich euch mit diesem Video etwas helfen konnte, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen Daumen nach oben gebt.